I'm talking about one vote doesn't matter and that voting doesn't make a difference. If that's true, why do they work so hard to suppress the black vote? Because they understand the power of the vote. And so it's time that black people collectively also understand the power of their vote. And not just on a national level, because a lot of times we only have this conversation every 4 years. People need to be very much involved in their local politics. They need to understand who their elected officials are, where they stand on issues that affect you. And you need to use your vote to either support the ones that care about you and your condition or to elect people who do. A newer initiative that we're dealing with is educating felons, right? So in the state of Texas, if you're a felon, right, if you've been to jail or to prison, and but you're no longer on probation or parole, you have the right to register to vote. Another thing that was just brought to my attention, there's an initiative called Orange, which is happening not just in Houston, but all over the country. If you're in jail currently during pretrial, but you have not been convicted, waiting for your day in court, you are still eligible to vote. And you said something so key. They work so hard to hope that we stay uninformed, but more importantly, to suppress the black vote. If you could do one thing with this message that we're trying to send today about how important voting is, what type of images would you like our people to understand and see when they go to these polls and vote or when they cast their ballots? I think the images that we've all seen, you know what I'm saying, for decades in this country, if not centuries in this country, we've seen black people oppressed, we've seen black people attacked. So every time you look back and you see those old black and white images of people of color being attacked by dogs and people of color being sprayed with hoses, that's what they were fighting for. Back then, they were just fighting for a chance to vote. People like Martin Luther King Jr., people like Malcolm X, these people died to help us um, be in a position to have the power that we have now, which is to be able to cast a vote and make a decision about the people that have Hallo controls over und our lives. willkommen zu einem So, I neuen mean, Livestream von if mir. you in your own community need a reason to vote, look at a person like George Floyd. If the people in Ähm, your city are not open ich to habe police den reform, falschen are not Skin. open to having a Ich habe den conversation about defunding the psychowandlichen police, Skin. are not open Ich to issues gehe concerning ihn schnell economic equality, judicial equality, and ausschalten. racial equality, right? If they're scared to say Black Lives So, da ist er. Entschuldige, ich auch nicht heißen. Man kennt. Aber es kann auch sein, dass ich manchmal einen anderen Skin auch nehmen werde, weil mir halt langweilig wird. 3. Sehr freshes, nices Game. Natürlich für die PlayStation 4. Muss einfach noch installieren. Das ist das Einzige, was mich nervt. Einfach installieren. Das ist das Einzige, was mich gerade abfuckt im Moment. Aber was will man machen? Ja. The grand scheme of things. So, heute nehme ich diesen Skin, der gefällt mir auch recht gut. So. If you will, educate the audience. All right, so most people, when they hear the term defund the police, they tend to think of, oh, they're going to take away our police department. Nothing could be further from the Ja. point. Defunding the police means that in certain communities, even Houston, take for example, we had over $1 billion allocated to our police force. Now, what is that money?
Black Screen ist am Start. Ihr seht alles in hier. Warum ist hier Black Screen? Dem juckt wohl nicht. Ja, merkt man das Bug. Dem habe ich eine Freundschaftsanfrage geschickt. Er muss sie einfach annehmen und hoffe, er wird sie noch annehmen. So. Eigentlich wäre es Livestream für das gewesen. Ja, ihr habt sehr lange keine Livestream mehr gehört, da ich eben am gucken bin, einen Livestream mit einem YouTuber zu organisieren. Und wahrscheinlich kennen ihn nicht viele, aber er hat schon die 50k erreicht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr den noch abonnieren würdet. Und zwar Denix. Auf Instagram Denix, YouTube. Gönnt euch. Er macht sehr coole Unterhaltungsvideo. Und ja. Ich weiß nicht, soll ich hier neu starten? Ich starte mal neu. Okay, nicht so. Ich fliege schnell weg. So. So, jetzt starten wir das Game neu. Sehr kacke. Das war nicht geplant. Eben, ich habe mir Borderlands 3 geholt. Sehr ein geiles Spiel. Wenn ihr wollt, werde ich das auch noch livestreamen. Und ja. Wer ist schon um 1 Uhr aktiv? Wer ist schon um 1 Uhr aktiv? Es ist einfach 1:10 Uhr. Dann checkt noch meinen Partner MySkins ab. Sehr ein fresher Account-Verkäufer. Eben checkt MySkins ab, ist real. Und ja. Ich weiß nicht, vielleicht zocke ich noch mit denen oder ich zocke einfach jetzt noch. Ja, egal. Ich weiß nicht mal, was da passiert. Ich habe jetzt jemand geschrieben, der wird mir dann noch. Und ich habe jetzt schon, wer aktiv auf meinem Kanal wird sein, die, wo mich auf Instagram abonnieren und schreiben und mich in ihre Insta-Post mit Hashtag Gewinnspiel könnt ihr einen Xbox-Account gewinnen, nur an die No-Skins. Das müsst ihr gewusst haben. Mein Kanal, also mein Insta-Name wird in der Videobeschreibung sein.
So hab's unter das Video gepackt. Gönnt euch, folgt mir gerne. Eben macht Hashtag Gewinnspiel. Sie alle No-Skins Season 3 Account für die Xbox zu gewinnen. Take DL, volle Daten, alles. Ja, den Link von myskins.de werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen. Er verkauft den neuen Banga Boogie Mode. Franken ist nicht viel für eine Mode. Perfekt. Gönnt euch. Er verkauft auch Tags, ist real auf Instagram myskins.de. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Galaxy-Paket gibt, Renegade Raider Ghoul-Paket, School-Paket, ist ein deutscher Xbox-Karte, 100 Euro Xbox-Karte für 9 Euro, 10 Euro, 100 Playstation-Karten für 10 Euro, 100 Steam